Kennst du dieses verklemmte Gefühl im Nacken, den Kopf nicht ganz drehen zu können? Schwierigkeiten beim Ausparken zu haben? Irgendetwas ist doch verklemmt, oder? Was genau das ist, dem gehen wir in diesem Video auf den Grund und öffnen deinen Nacken mit 3 einfachen Diebstahl- und Prachtübungen. Zum Schluss gibt es noch eine Nackenentspannung beim Ausruhen quasi. Wir wollen kurz klären, was ist das, wenn da was klemmt? Meist sind es die Muskeln und Faszien, die einfach zu unbeweglich sind, die nicht nachgeben wollen, weil wir den Kopf zu wenig bewegen im Alltag, weil da einfach Winkel fehlen. Und das führt dazu, dass riesige Muskelstränge, der Kapuzenmuskel beispielsweise, der geht von hier seitlich so rüber, geht dann noch tiefer, aber die Bereiche hier oben sind meistens verspannt. Dann die Strecke, die hier alle sind. Und es gibt den Kopfwender. Und der Kopfwender ist was ganz Spezielles. Der geht nämlich von hier nach vorne. Und der dreht praktisch den Kopf hin und her. Und wenn das Paket zu ist, dann hast du das Gefühl, es klemmt. Und wir eröffnen das jetzt ganz einfach. Mache am besten die Übung gleich mit. Die sind in Mitmachlänge. Aber bevor wir starten, fühl bitte erst noch mal rein. Wo klemmt es? Bei was klemmt es? Wie fühlt sich das genau an? Das ist erstens mal wichtig, damit du ein Verhältnis zu diesem Schmerz bekommst, zu diesem nicht drehen können, der Spannung, dem Schmerz, je nachdem, was du hast, ja. Und um es zu vergleichen, weil wir machen jetzt die Übungen und cool wäre es doch, wenn nach den Übungen du schon einen Unterschied merken würdest. Und dafür ist es wichtig, sich vorher genau klar zu machen, was tut er eigentlich wo, in welchem Winkel weh. Für die erste Übung setzt du dich jetzt einfach gerade, nimmst beide Fingerspitzen beider Hände oben ans hintere Kopfende und ziehst den Kopf sacht nach vorne, immer mehr, und bemühst dich darum, im oberen Rücken gerade zu bleiben. Also nicht so mit nach vorne zu kippen, sondern ganz gerade bleiben. Und du ziehst immer weiter den Kopf nach unten. Und je mehr du ziehst, merkst du, dass da hinten im Nacken, direkt an der Wirbelsäule eigentlich, eine Spannung entsteht. Und wenn du mehr ziehst, dann wird die natürlich größer. Achtung, nicht im Rücken nachgeben, wie gesagt. Und dann wird sie noch größer. Und irgendwann kann es sein, dass du ein leichtes Brennen wahrnimmst. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist ein typisches Dehnungsgefühl dort an der Halswirbelsäule. Und das steigerst du jetzt so weit, bis es so brennt, dass du es trotzdem noch gut als Wohlfühlschmerz, als Wohlfühlwahrnehmung praktisch ertragen kannst. Und während ich das erkläre, machst du immer weiter. Versuch mal deinen Atem zu koppeln an die Bewegung. Das heißt, du atmest ein. Beim Einatmen bleibst du so und beim Ausatmen gibst du noch ein bisschen nach. Ja, immer beim Einatmen so bleiben, beim Ausatmen noch ein bisschen nachgeben. Und jetzt haben wir soweit vorbereitet, jetzt machen wir unser Krafttraining, damit diese ganzen Muskeln und Faszien sich auch verändern, dass die einen Grund noch mehr haben. Du drückst jetzt mal mit dem Kopf nach oben, hältst dich aber so fest, dass, obwohl du mit dem Kopf nach oben hinten drückst, der Kopf sich nicht bewegt. Und lässt du wieder locker und gehst weiter in die Dehnung rein. Und du merkst, es geht noch ein bisschen. Dann machst du das nochmal. Du drückst wieder nach oben. Und dann lässt du locker und gehst weiter. Und nochmal. Du drückst nach oben, lässt locker und gehst weiter rein. Dann kommst du langsam wieder raus. Gehst einmal kurz in die Gegenbewegung, normalisierst wieder und fühl direkt mal rein. War jetzt nur eine kurze Übung. Es kann gut sein, dass du schon da was geändert hast bei deinem Klemmen. Ja? Dann schreib mal einen Kommentar, wenn es so ist. Lass uns wissen, was da abläuft. Und jetzt machen wir die zweite Übung. Das ist quasi eine Fortsetzung von der ersten. Nimm wieder beide Finger ans obere, hintere Kopfende.
und zieh den Kopf nach vorne, aber diesmal anders. Diesmal nicht so, dass die Halswirbelsäule mitgeht, sondern wir bewegen nur den Kopf und versuchen die Halswirbelsäule da zu lassen, wo sie ist. Das ist natürlich kein großer Weg, den wir da jetzt zurücklegen können. Ja, Halswirbelsäule bleibt so, nur der Kopf, der dreht sich nach vorne unten. Und jetzt ziehen wir den Kopf nach links. Und dann merkst du hinten schon so einen Schmerz, der so ein bisschen seitlich runtergeht, so nach vorne ein bisschen. Atme dich da ein paar Mal rein. Tief ein, tief aus. Und jetzt drehen wir den Kopf in dieser Position. Drehen wir den Kopf zusätzlich noch nach rechts. Und lass die Schulter auch schön runtergezogen. Du hältst mit der linken Hand den Kopf dort und drehst ihn immer ein bisschen weiter nach rechts. Und dort dehnen wir jetzt schön rein. Das kann gut sein, weil jetzt sind wir in diesem Bereich des Kopfwenders, den ich vorhin gezeigt hatte, am Skelett, wo der ungefähr verläuft. Und da dehnst du jetzt immer mehr rein. Und jetzt versuchst du mal, den Kopf nach links zurückzudrehen. Hältst ihn aber fest mit der linken Hand. Bei der Ansteuerung der Bewegung, bei diesen Winkeln und so, ja, nicht verzweifeln, wenn du nicht so genau nachvollziehen kannst, was ich da meine. Du kannst da eigentlich gar nichts verkehrt machen. Das Einzige, was passieren kann, dass die Übung halt nicht so optimal spezifisch abläuft, aber dann bleibt noch genug Dehnung übrig, die dir auch hilft. Also mach dir keine Sorgen, mach dir vor allen Dingen keinen Stress, weil Stress verspannt und das wollen wir ja loswerden. Dann lässt du wieder locker, gehst noch ein bisschen weiter mit dem Kopf nach links und drehst ihn gleichzeitig ein bisschen nach rechts. Das ist keine einfache Ansteuerung, gell? Probier einfach. Und dann willst du nochmal nach links den Kopf drehen. Hältst ihn mit der Hand, damit das nicht geht. Und dann gehen wir langsam wieder in die Mittelposition zurück. Der Kopf ist immer noch nach vorne gezogen. Und das machen wir das Gleiche auf der anderen Seite. Ja? Nochmal gucken, dass die Halswirbelsäule relativ gerade steht, nicht nach vorne gezogen ist, sondern die Halswirbelsäule ist gerade. Nur der Kopf, der will nach unten. Und dann machen wir eine Seitbeuge mit dem Kopf in dieser nach unten gezogenen Position oder nach unten gedrehten, muss man eigentlich besser sagen. So weit wie es geht. Und dann drehen wir zusätzlich noch den Kopf nach links. Genau in der Position bleibend drehen wir ihn nach links. Und dann merkst du wieder schön, wie es er seitlich nach vorne runterzieht. Wenn du es nicht merkst, auch nicht schlimm. Wie gesagt, bei wiederholtem Üben wird es immer besser. Das ist eine der Übungen, wo man sich erst ein bisschen reinarbeiten muss. Und dann schön weiter in die Dehnung gehen. Schön reinatmen. Denk dran, dass die Halswirbelsäule nicht nach vorne möchte, die bleibt eigentlich gerade stehen. Nur der Kopf ist gedreht nach vorne unten. Und jetzt möchtest du den Kopf zurückdrehen. Also nach rechts drehen. Du hältst ihn aber fest, sodass es nicht geht. Und dann lässt du wieder locker, ziehst ihn ein bisschen weiter nach rechts insgesamt, drehst ihn ein bisschen weiter nach links. Und nochmal das Ganze. Du hältst ihn, aber er möchte jetzt nach rechts drehen. Du musst nur mit den Fingerspitzen praktisch draufhalten, dass er nicht nach rechts drehen kann.
lässt wieder locker und gehst noch ein bisschen weiter in die Dehnung rein. Und dann kommst du langsam wieder raus. Das war jetzt ein bisschen anspruchsvoller, ich gebe es zu. Ertappt, ja? Schreib mir einen Kommentar dazu, wie das so für dich war. Wenn du wieder eine Besserung merkst, Daumen nach oben, würde mich freuen. Und jetzt kommt die dritte Übung. Die dritte Übung kann sein, dass du sie schon kennst, aber die ist eine der wirkungsvollsten für diesen ganzen Bereich. Es lohnt sich dann nochmal gut reinzugehen. Und zwar ganz gerade ausrichten, den Kopf nach 45 Grad links nehmen, die linke Schulter ganz tief ziehen, das Kinn zum Kehlkopf ziehen und mit der rechten Hand über den Kopf greifen, im hinteren Bereich. Und jetzt ziehst du den Kopf nach vorne, unten, rechts. Und dann merkst du, diagonal, hinten runter, die Dehnung. Atme dich schön rein. Gib nicht dem oberen Rücken nach. Wirbelsäule, also die Halswirbelsäule, die darf nachgeben, aber nicht der obere Rücken. Der muss bleiben. Gerade. Ja, schön, immer weiter reindehnen. Denk wieder mal an die Atmung, wenn es passt. Tief einatmen, im Ausatmen weiter reingehen. Und jetzt beginnen wir wieder mit unserem speziellen Krafttraining. Zieh nach hinten oben zurück. Nach hinten links oben sozusagen. Lass locker und geh weiter rein. Bleib auf deiner Grenze, also unter der Grenze, ja, so dass es gerade noch gut erträglich ist. Nochmal, du ziehst wieder nach hinten links oben. Vorsichtig, aber deutlich. Bei der Halswirbelsäule immer schön ein bisschen vorsichtig sein. Und nochmal weiter in die Dehnung gehen. Und dann machen wir das Gleiche noch auf der rechten Seite, damit es schön ausgeglichen ist. Rechte Schulter tief ziehen. Als Merkregel gilt immer, du ziehst da die Schulter tief, wo du hinschaust, wo du den Kopf hindrehst. Wenn du 45 Grad eingenommen hast, das Kinn zum Kehlkopf ziehen, mit der linken Hand über den Kopf gehen und den Kopf nach vorne, unten, links ziehen. Und dann merkst du hinten, rechts im Nacken, die Dehnung. Steiger das, bis du merkst, ups, jetzt geht es langsam auf die Grenze zu. Fühl in dich rein, ist das noch positiv oder muss ich schon zu sehr gegenarbeiten, um es auszuhalten? Das darf nicht sein. Lass den oberen Rücken bitte ganz gerade. Und zieh den Kopf nach hinten, oben rechts. Vorsichtig, aber deutlich. Steiger auch nicht ruckweise, steiger schön langsam. Lass wieder locker und gehe weiter rein. Zieh also den Kopf weiter nach vorne, unten links. Und spann nochmal gegen. Nochmal gegenspannen. Locker lassen und nochmal weiter reinziehen. Und komm langsam wieder raus. Beweg mal ein bisschen. Wenn du noch mal eine alternative Nackenroutine probieren willst, mit ein bisschen einfacheren Übungen, dann klick mal hier. Aber jetzt fühl mal rein. Vergleich mit vorhin, bevor wir angefangen haben. Was sagt dein Schmerz? Was sagt er dir? Was ist die Sprache? Und wie war die Übung? Wie hat es dir gefallen? War es schwer? War es nicht so schwer? Gib mal einen Kommentar. Wenn du noch keinen Daumen gegeben hast, freue ich mich über einen.
Und jetzt machen wir ja nochmal eine Nackenentspannung beim Ausruhen. Und was du jetzt siehst, ist die Nackenentspannung beim Faulenzen sozusagen. Du legst dich einfach drauf. Falls du den Nackenretter noch nicht hast, dann nimm ein paar Bücher oder irgendwas anderes, worauf du auf so eine weiche Kante deinen Schädel legen kannst. Weil jetzt merkst du genau, jetzt dehnst du deinen Nacken und du tust nichts, als dich der Schwerkraft zu überlassen. Unseren Nackenretter kann man noch einstellen, verschiedene Höhen und so weiter. Aber es geht vor allen Dingen darum, einfach dich hinzulegen, das noch teilweise auch verstärken zu können und deinen Nacken die Zeit zu geben, auch viel länger als 2,5 Minuten, vielleicht bis zu 10 Minuten kann man sich da drauflegen. Vorsicht, da sind schon viele drauf eingeschlafen, weil es so total entspannend ist. Ja? Jetzt kurz in eigener Sache, unser Nackenretter, das ist eines der Hilfsmittel, die wir entwickelt haben, damit dir das Üben leichter fällt, du schneller vorankommst, du ohne Zeitverlust wie eben beim Ausruhen üben kannst, du liest dabei oder machst irgendwas anderes. Infos darüber findest du hier oder auf dem Bild unter dem Video. Und die Nackenprobleme sind ja etwas, was unheimlich verbreitet ist. Und du weißt ja, wir wollen, dass die Menschen verstehen, dass sie selbst was tun können. Deswegen teile bitte dieses Video an alle, die was mit dem Nacken haben. Also eigentlich fast jeder. Ja, das kannst du frei verteilen, da fühlt sich jeder von angesprochen. Das wäre super schön, wenn du dazu beiträgst, dass das aufgeklärt wird, dass die Leute merken, was sie alles für sich selber tun können. Wenn dir dein Nacken jetzt schon so gut tut, dass du dieses Wohlgefühl am ganzen Körper haben möchtest, dann klicke bitte hier, da kommst du auf ein Nackenprogramm, ein ganzes Programm und hier unten kannst du den Kanal abonnieren. Falls du es nicht gemacht hast, solltest du es tun. Mit Glocke, dass YouTube dich daran erinnern kann, ein neues Video vom Roland ist da. Ciao, bis zum nächsten Mal.